Hallo, in diesem Video werde ich mir die Nägel mit diesen Dualformen hier machen und die passen richtig gut zu meiner natürlichen Nagelform, die eher so gewölbt ist, und diese Tipps haben eben auch eine sehr schöne Wölbung, sodass ich die auch endlich mal Fullcover verwenden kann, weil nach ewigen Fehlversuchen mit anderen Dualformen habe ich nun endlich mal verstanden, dass nie jede Form zu jedem Naturnagel passt, und ich hatte immer hier keinen Platz mehr, um Material einzufüllen, weil der Tipp immer so gekippelt hat, weil eben die Wölbung des Tipps an sich nie so gut ausgeprägt war oder so stark ausgeprägt war, und deswegen sind die nie für mich geeignet gewesen. Und hier sieht man hoffentlich sehr gut, dass ich hier schön Platz habe, um Material reinzufüllen. Deswegen kann ich die jetzt auch endlich mal Fullcover verwenden und bekomme dann auch ein schönes Ergebnis, weil es sehr wichtig ist, dass der Tipp passt, damit das eben auch alles funktionieren kann. Und ich habe mir das hier schon mal so ein bisschen vormarkiert, weil ich das dann einfacher finde, mich an den Punkten zu orientieren, wie ich den Tipp ansetzen will. Ich hatte die dafür mit diesen Klebepads vor uns schon mal angebracht und dann die Markierungen gesetzt. No, und verwenden will ich das Polygel hier von Born Pretty. Und wer da jetzt so Lust drauf hat, dabei zuzugucken, wie ich das mache, der kann gerne dranbleiben. Meine Nägel habe ich schon vorbereitet, deswegen kann ich jetzt auch direkt schon loslegen. Und ich gebe jetzt erstmal in jede Form so eine, naja, etwas großzügigere, nie zu dicke Schicht von so einem flüssigeren Bildergel hier rein und werde die dann so eine halbe Minute ungefähr schon mal anhärten. Das muss man nie machen. Das ist aber für mich jetzt gerade für den Anfang, fühlt sich das irgendwie so ein bisschen besser an, wenn ich weiß, ich habe schon mal Material im Tipp, was mir nie verrutschen kann und somit bis zu den Seiten auch wirklich dann da ist, im Fall, wenn ich mit dem Tipp nochmal justieren müsste, wenn ich ihn aufsetze, mir es das ja nie mehr wegdrücken kann, weil ich es eben schon angehärtet habe. Ja, ich finde das einfach eine ganz gute Sache, aber man kann das auch weglassen. Durch die Punkte will ich zwar eigentlich vermeiden, dass ich noch großartig am Tipp hin und her schieben muss, aber falls es doch passiert, habe ich definitiv überall Material. Damit es mir jetzt das Acrylgel, was ich jetzt gleich hier reinfülle, nicht so sehr auf der Schwitzschicht rumschiebt, nehme ich die erstmal raus. So, ich fülle jetzt einfach mal so eine gewisse Menge hier rein. Also da habe ich überhaupt jetzt noch nie so das Gefühl, wie viel ist zu viel oder wie viel brauche ich mindestens. Aber da habe ich lieber zu viel drin als zu wenig. Ich habe hier so einen Pumpspender für einen Cleaner. Da habe ich eine Zellette draufgelegt und dort werde ich jetzt den Pinsel immer so ein bisschen anfeuchten, wenn der wieder zu sehr hier dran klebt an dem Gel. Und jetzt verteile ich das im Tipp. Ich glaube, das passt jetzt soweit. Also ich gucke, dass ich hier auf jeden Fall bis runter an den Rand Material habe. Dann gucke ich noch mal immer so ein bisschen hier oben rein, ob es jetzt noch irgendwo extrem zu viel Material ist. Aber ich dünne es jetzt auch nie zu sehr aus, weil mein Zeigefinger zum Beispiel, der geht vorne auch so ein kleines bisschen runter. Das muss ich dann sowieso. Hier brauche ich an diesem Bereich, ne, so ein bisschen mehr Material. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt lieber erstmal ein bisschen mehr drin als zu wenig. Das drückt es mir dann zwar alles vorne raus, aber finde ich jetzt erstmal besser, als wenn es mir irgendwo fehlt. Ich bin jetzt soweit zufrieden, wie ich das hier habe. Und da werde ich jetzt mal... Oh, läuft das Ding immer noch aus? Okay, wie ihr seht, hier ist ein übelstes Cleaner-Fiasko. Dieses Ding hier läuft leider aus. Ich hatte heute so ein bisschen das falsch befüllt und naja, jetzt weiß ich nie. Nässt auf jeden Fall irgendwie noch rum.
Ich lege hier einfach jetzt erstmal nochmal ein Zewa drüber, dass es jetzt nicht die ganze Zeit so fleckig und süffig aussieht. Und ja, muss dann später mal gucken, was mit dem Teil hier ist. Irgendwas muss ja immer schief gehen. So, ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht so sehr durch. Genau, dann kann ich nämlich jetzt erstmal weitermachen. Ich habe hier wieder meine Lampe, die ich in die Halterung geklemmt habe. Die stelle ich mir mal hier oben hin, so dass ich dann gleich gut hier drunter komme. No? Und hier drüben habe ich mir jetzt schon mal einen Spiegel hingestellt. Da kann ich, wenn ich den jetzt gleich auflege, den Tipp, im Spiegel sehen, wie weit ich noch runterdrücken muss oder ob ich schon weit genug bin. Das macht es mir jetzt einfacher. Ich rutsche mal ein Stück rüber. Die Lampe mache ich jetzt schon mal an und ich tue den Tipp zuerst hier hinten aufdrücken mit der Kante, die direkt hinten an der Nagelhaut ist. Und dort habe ich auch die ganze Zeit den meisten Druck drauf, damit mir hoffentlich jetzt gleich dort hinten nichts rausquetscht. So, jetzt gucke ich grob so ein bisschen nach meinen Punkten, orientiere mich daran und fange jetzt an, den Tipp nach vorne hin runter zu drücken und im Spiegel zu gucken, wie weit ich noch runter muss. Ich muss jetzt doch mal hier kurz von der Seite gucken, weil das sah aus, als würde hier was fehlen. Aber an sich hatte ich genug reingefüllt. Ich gebe das jetzt mal so unter die Lampe. Das sah jetzt so ein bisschen komisch aus, als hätte ich hier drüben eine Luftblase, aber ich glaube, das hat sich doch noch gefüllt. Ich glaube, der sitzt jetzt ganz gut. Ja, ich nehme jetzt hier nochmal den Pinsel. Also ich ziehe mir jetzt hier unten drunter noch so ein bisschen das, was ich dort nie haben will, nach vorne weg. Was zu viel ist. Ich muss sagen, so viel gequetscht hat es jetzt fast gar nicht. Ich werde jetzt hier vorne noch was rausnehmen und schon mal in den nächsten Tipp rein. Also ich kann mir das jetzt hier noch mal so ein bisschen zurechtschieben und tun und machen und dann kommt das in die Lampe. So, ich habe jetzt alle dran und ausgehärtet und jetzt nehme ich mal die Form ab. Die Seitenlinien passen auf jeden Fall soweit. Ich finde es erstmal soweit okay. Es lief jetzt nicht ganz so reibungslos, wie ich es gern gehabt hätte, aber ich bin trotzdem dann mal aufs Ergebnis gespannt und jetzt werde ich erstmal die Nägel cleanern. Unten drunter wegen der Schwitzschicht und insgesamt hier oben werde ich jetzt die Punkte da kleiner mal schon mal so ein bisschen entfernen. So kleine Luft habe ich hier beim Zeigefinger. So eine kleine Lufteinschlüsse auch hier an der Seite. Mal gucken, ob das dann noch zum Problem wird. Und hier oben. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich drücke mir jetzt bloß so ein bisschen mal die Haut hier nach unten, dass ich die vom rausgequetschten Gel so ein bisschen lösen kann. Und als erstes werde ich jetzt die Nägel kürzen und danach grob in Form schon mal feilen. Nachdem ich die grobe Form jetzt befeilt habe, gehe ich erstmal jetzt in den Rändern lang mit so einem feinen Bit, um den Übergang zum Naturnagel so ein bisschen zu glätten. Dafür kann man immer so ein bisschen mit einem Finger seine Nagelhaut auch straff ziehen und mit der anderen Hand prüfen, ob der Übergang schon schön flach ist oder ob man noch nachfeilen muss. Das mache ich jetzt anschließend auch noch mal mit der Handfeile, dass ich mal ringsrum gehe, um dort eventuelle Kanten, die entstanden sein könnten, zu entfernen.
Als nächstes werde ich jetzt erstmal den Tunnel befeilen und dann nehme ich für die grobe Vorarbeit erstmal so einen birnenförmigen Bit und danach nochmal so einen etwas feineren, um besser in die Ecken zu kommen. Als nächstes buffer ich jetzt alle Nägel erstmal komplett an. Zum Schluss gehe ich dann immer gerne noch mal mit so einer ganz kleinen Walzen, mit so einem ganz kleinen Walzenbit im Rand lang, um, wenn jetzt doch noch irgendwo Material hängt, was dort nie hingehört, das noch mal so ein bisschen rauszuholen, weil ich das Gefühl habe, dass man da mit sehr präzise noch mal am Rand lang gehen kann. Und wenn ich das dann gemacht habe, gehe ich noch mal mit einer Feile unten an den Ecken lang und runde die so ein bisschen ab und dann buffer ich anschließend nochmal mit einem etwas feineren Buffer die Oberfläche und dann bin ich soweit fertig mit Befeilen. Als ich die Hände jetzt eben gewaschen habe, ist mir aufgefallen, dass die Nägel hier viel länger sind als an der anderen Hand und deswegen habe ich das dann jetzt nachträglich nochmal ein bisschen angeglichen und mit so einem feineren Diamantbit habe ich dann hier nochmal so den Tunnel nachgearbeitet. Dann habe ich das hier drinnen auch gleich nochmal so ein bisschen geglättet. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt noch nicht so richtig fein damit, wie ich gerade den Tunnel ausfräse. Ich finde es zwar ganz okay, aber bis richtig runter in den letzten Rand komme ich noch nicht so gut und es könnte auch insgesamt noch so ein bisschen schneller gehen, würde ich mir wünschen, aber es funktioniert jetzt trotzdem erstmal ganz okay so, aber da will ich irgendwann noch mal gucken, wie ich das ein bisschen optimieren kann. Das nächste ist, ich habe hier wirklich so ein bisschen Luftblasen gehabt, was natürlich jetzt nie ganz so gut ist, weil man dann ja Löcher bekommt. Und ja, am Rand habe ich auch eins. Das muss ich jetzt mal noch irgendwie gleich so ein bisschen vertuschen. Ja, hier ist auch Luft drin. Also das ist gut, wenn man da ein bisschen drauf achtet, dass man sowas nie hat. Ich denke mal, das wird dann zwar trotzdem nicht mehr großartig auffallen, aber ja, ist schon besser, wenn man es von vornherein vermeidet. Ich ziehe mir jetzt erstmal wieder einen Handschuh an. Und dann gehe ich jetzt hier mit diesem Double Tape nochmal am Rand lang, dass das, wenn eventuell irgendwo was schon geliftet haben könnte und auch wegen diesen Löchern, dass das sich so, nochmal so ein bisschen besser verbinden kann. Dann läuft das nämlich so ein bisschen dazwischen und füllt, sage ich jetzt mal, diese kleinen Lücken. Jetzt nicht direkt das Loch, aber ja, dass das einfach sich alles nochmal so ein bisschen verbindet. Da sieht man nämlich auch, da geht das Weiß dann so ein bisschen weg, was ich jetzt gerade hatte. Ja, das nehme ich ja auch immer als Haftvermittler zwischen Naturnagel und Base. Das ist wie so doppelseitiges Klebeband, das trocknet dann auch an der Luft. Dann trage ich jetzt als nächstes auf alle Finger erstmal eine dünne Schicht Base auf und werde dabei versuchen, hier die Löcher so ein bisschen damit zu befüllen. Ich nehme jetzt die Schwitzschicht von der Base runter. Ich mag das nicht so gerne, wenn das dann jetzt gleich, wenn ich den Lack auftrage, so rumschmiert. Und ich werde jetzt als erstes mal in 2 dünnen Schichten dieses helle Grau hier auftragen. Das ist so ein richtig schöner Farbton, finde ich. Dann nehme ich hier noch so einen dünnen Pinsel für die Ränder. Obwohl man mit dem schon echt ganz gut nah an den Rand drankommt. So sieht er jetzt aus, wenn ich überall 2 Schichten drauf habe. Ich nehme jetzt hier auch wieder die Schwitzschicht runter.
Ich habe dadurch auch nie irgendwelche Probleme gehabt, dass die Schichten sich voneinander gelöst hätten oder sonst irgendwas. Und als nächstes werde ich jetzt diesen wunderschönen Topcoat hier verwenden. Ich finde den richtig hübsch. Das ist dieser hier. Den kombiniere ich mit diesem Pigment. Das ist so ein rosa-grünliches. Und dafür trage ich den jetzt auf und werde den dann eine halbe Minute in der Lampe anhärten. Und der muss es jetzt hier auch noch richten und die Unebenheiten noch so ein bisschen ausgleichen. Ich hatte bei dem jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass der sich immer wieder so ein bisschen an den Rändern zusammenzieht, was natürlich so ein bisschen anstrengend ist, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit so hinterher sein wollte, dass der überall auch verteilt ist. Ich glaube, der mag glatte Oberflächen irgendwie nicht so gerne. Das Problem hatte ich ja schon, als ich den geswatcht hatte. Aber mal gucken, ob es geklappt hat und das Pigment jetzt überall haftet. So, ich gehe mal gerne noch mal mit dem Finger hinterher. Und ja, das Pigment ist auf jeden Fall überall hängen geblieben. Von daher hat das super gut geklappt. Und das mache ich jetzt mit den anderen Nägeln auch noch so. Pigment ist überall drauf und es hat auch recht gut geklappt, obwohl der Topcoat wirklich so ein bisschen schwierig zu handeln ist. Ja, aber ich finde ihn trotzdem so schön. Ansonsten könnte ich mir in Zukunft auch überlegen, ob ich den Gellack unten drunter halt ein bisschen anbuffe. Dann dürfte der sich eigentlich nie mehr so zusammenziehen. Naja, ich pinsel jetzt erstmal so ein bisschen das restliche Pigment hier oder den Überschuss ab. Und dann nehme ich mir nochmal einen feinen Buffer und gehe hier über die Kanten nochmal, damit jetzt, wenn ich gleich versiegeln will, vielleicht nehme ich auch mal eine Nummer grauer. Ja, das passt. Ja, wenn ich gleich versiegeln will, dann kann der Topcoat dort besser halten und die Wahrscheinlichkeit, dass der mal abplatzt, ist dann minimiert. Beziehungsweise, ja, dürfte eigentlich nie passieren. Ich hatte jetzt, seitdem ich das so gemacht habe, keine Probleme mehr damit. Und werde jetzt erstmal alle Nägel versiegeln, damit es jetzt nicht mehr so lange dauert und ich aber trotzdem irgendwie so einen kleinen Hingucker habe auf den Nägeln, wollte ich jetzt noch diese Sticker hier kombinieren, weil ich finde, dass das auch ziemlich gut zusammenpasst. Und die klebe ich jetzt nur noch auf und versiegel dann nochmal darüber. Und danach zeige ich euch noch das fertige Ergebnis von den Nägeln. Ich bin jetzt fertig und hier ist das Ergebnis. Und ich finde, die Nägel sind trotz kleiner Fehler, die sich eingeschlichen haben, schon um einiges besser geworden als sonst. Und ich finde die Kombination von dem Topcoat, dem Pigment und diesen Holo-Stickern, sage ich mal, auch richtig schön. Ja, die Nägel haben jetzt so einen richtig schönen frühlingsfrischen Touch bekommen, finde ich. Ja, die kleinen Schnitzer hier am Rand konnte ich auch, finde ich, ganz gut kaschieren. Und ja, an sich ist da auf jeden Fall noch so ein bisschen Luft nach oben, ne? Da muss ich üben, aber ich bin trotzdem ziemlich zufrieden und ihr könnt mir auch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung zu den Nägeln sagen, wie die euch gefallen. Hallo, ich bin jetzt doch noch mal kurz da. Es gibt jetzt zu diesem Video noch einen kleinen Nachtrag, weil ich habe gestern so ein bisschen durch Instagram gescrollt und dann zufällig so ein Video von Nathalie Schleicher gesehen und sie hat gesagt, dass sie immer am Ende von einer Modellage oder wenn sie die Nägel komplett fertig gemacht hat, die noch mal so ein kleines Stück einkürzt, weil der Topcoat sich gerne hier vorne an der Spitze sammelt und dann so eine unschöne Verdickung verursacht. Und das ist mir auch so ein bisschen passiert. Ich finde es auf der Hand nie ganz so schlimm, aber hier hat es mich schon irgendwie gestört, dass sich alles hier vorne so gesammelt hat. Man sieht das, denke ich mal, auch ganz gut. Ja,
lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt mal versuchen, ob das hält, weil ich ja Pigment drauf habe. Wenn ich das jetzt hier vorne einfach so ein bisschen kürze, dass ich eben diesen Huckel hier vorne nicht mehr sehen kann. Genau, das will ich jetzt einfach mal noch ausprobieren. Erstens, wie das dann jetzt gleich aussieht, wenn man das nachträglich kürzt. Und dann, ob es eben auch halten kann, wenn man Pigment verwendet hat. Da bin ich jetzt auch schon wieder zurück und ich habe die jetzt gekürzt, alle Nägel nochmal. Und ich finde, es sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus als vorher. Ich denke, man kann den Unterschied vor allen Dingen an der Hand sehr gut sehen. Ich habe den Tunnel auch nochmal nachgearbeitet, weil wenn man die kürzt, werden die ja wieder dicker. Ich finde, das ist auch ganz okay gelungen. Genau, also so viel jetzt erstmal dazu. Bin mit der Form jetzt auf jeden Fall zufriedener als vorher. Und ja, werde euch dann eben noch sagen, ob es gehalten hat. Und dann war es das jetzt an der Stelle wirklich mit dem Video. Ja, und dann sage ich jetzt erstmal ciao und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.